Bruno Gröning war in den 50er Jahren als Wunderheiler bekannt geworden, als unfassbare Heilungen berichtet wurden und Zehntausende Menschen zu seinen Wirkungsstätten strömten. Bekannt wird er im Frühjahr 1949, als im westfälischen Herford von aufsehenerregenden Wunderheilungen berichtet wird. Im Sommer 1949 kommt es auf einem Pferdegestüt in Bayern zu spektakulären Massenheilungen. Zehntausende Menschen strömen täglich zum Rosenheimer Traberhof, um Gröning zu sehen. Auch aus dem Ausland kommen Kranke. Es ereignen sich unfassbare Szenen. Doch das Geschehen um Bruno Gröning ruft auch Widerstand hervor. In Herford hatte er schon Anfang Mai 1949 Heilverbot erhalten. Und auch in Bayern wird ihm trotz des anfänglichen Wohlwollens im September 1950 das Heilen verboten. Vor dem Münchner Landgericht beginnt ein spektakulärer Prozess, der zum Medienereignis wird und sich über 4 Jahre hinzieht. Für Gröning eine äußerst schmerzhafte Erfahrung. Er hat mir leid getan. Er hat mir ja damals schon leid getan, weil ich ja, wie gesagt, den Eindruck nicht los wurde, dass er ausgenutzt wird. Und infolgedessen hat meiner Frau und mir leid getan. Ende November 1958 reist Gröning mit seiner Frau nach Paris. Während in München der Prozess in die entscheidende Phase geht, lässt er sich von einem befreundeten Krebsspezialisten in der Clinique Henner unweit von Montmartre untersuchen. Die Diagnose lautet Magenkrebs in fortgeschrittenem Stadium. Das Ende des Prozesses erlebt Bruno Gröning nicht mehr. Trotz 2 Operationen am 8. Dezember und 22. Januar stirbt er am 26. Januar 1959 in Paris. Für viele Freunde Bruno Grönings ist die Nachricht von seinem Tod ein Schock. Mein Gefühl war nur, ich konnte es nicht begreifen. Ich konnte es nicht glauben. Ich konnte auch nicht weinen, nichts. Ich war ein bisschen, sagen wir, traurig oder betrübt, dass er so früh gegangen ist und nicht mehr länger wirken konnte. Ja, wir haben gedacht, jetzt ist Schluss. Wir haben uns noch ein paar Mal getroffen und jeder hat ja geglaubt, das geht nicht mehr weiter. Die Witwe lässt den Leichnam Bruno Grönings in einem Pariser Krematorium einäschern und überführt die Urne nach Deutschland. Am 5. Februar findet in Plochingen die Totenfeier statt, wenige Tage später im hessischen Dillenburg die Beerdigung. Am 18. Februar 1959 erklärt das Bayerische Oberste Landesgericht den Prozess gegen Gröning durch Tod des Angeklagten für erledigt. Zur Verkündung eines Revisionsurteils kommt es nicht mehr. So wird in dem sich über 4 Jahre und 3 Instanzen hinziehenden Rechtsstreit nie ein endgültiges Urteil gesprochen. Die meisten Freunde Bruno Grönings zerstreuen sich nun. Doch einzelne wenige glauben an eine ungewöhnliche Vorhersage von ihm. Ich habe mir gedacht, es ist eigentlich schade, dass man nicht mehr sieht, aber er hat ja gesagt, wenn ich einmal heimgegangen sein soll, dann bin ich noch immer unter euch. Ja, er hat gesagt, und wenn ich nicht mehr bin, dann wird allen, die um Hilfe bitten, auch geholfen werden, wenn sie es so machen, wie ich sage. Er sagte immer, ich bin nicht weg, wenn ich mal nicht mehr körperlich auf dieser Erde bin. Ich bin immer noch da. Das war seine Überzeugung. Und das, was ich bin, wozu ich hier bestimmt bin, und das will ich den engsten Freunden mit auf den Weg geben, damit sie es übernehmen und all den weiteren Nachkömmlingen, all den weiteren Menschen, die noch auf dieser Erde auch ein Leben von Gott geschenkt erhalten, dass auch sie von dieser Lehre nicht was, sondern das erfahren, was für sie hier auf dieser Erde, in diesem ihrem Erdenleben von Gott bestimmt ist. Aber ihr sollt heute Gott erkennen, lernen, Gott erkennen können, damit ihr es den Nächsten von morgen sagen könnt.